Herzlich willkommen im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Phänomen Anastasia, es geht weiter mit Band 6, Teil 1, das Wissen der Ahnen. Geehrte Zuschauer, wer erzieht eigentlich unsere Kinder? Warum steht so viel Wichtiges nicht in unseren Geschichtsbüchern? Und wer entscheidet eigentlich, was in unseren Geschichtsbüchern stehen darf und was nicht? Wie wurde die Welt, wie sie ist? Auf diese Fragen gibt Anastasia unter anderem Antworten. Sie fordert die Menschen in diesem Band dazu auf, sich von irrealen Vorstellungen und Okkultismus zu lösen, gleich in welchem Gewand sie auch daherkommen. Die Welt, wie wir sie zu sehen glauben, ist nicht die wahre Welt. Diejenigen, die wir als Herrscher wahrnehmen, sind nicht die wahren Herrscher. Auf den der Menschheit vorbestimmten Weg, den unsere Ahnen noch kannten, zurückzukehren, bedeutet, diesen machtbesessenen Herrschern die Herrschaft zu entziehen. Dieser Weg ist der Weg zu Frieden und Glück für alle Menschen und für den Kosmos. Seien Sie gespannt, es erwarten Sie aufschlussreiche Minuten. Liebe Zuschauer, es geht weiter mit dem Phänomen Anastasia, Band 6, Teil 1, das Wissen der Ahnen. Ich begrüße auch heute wieder im Studio Herrn Konstantin Kirsch. Hallo Herr Kirsch. Hallo Herr Jungwirth. Herr Kirsch, das Wissen der Ahnen, ein Hammerbuch. Es beginnt mit dem Kapitel Wer erzieht unsere Kinder? Was können Sie uns darüber erzählen? Ja, das Buch beginnt mit der Begegnung von dem Autor, dem Herrn Mekre, bei einem Arzt. Er geht zu einem Facharzt für Kinderpsychologie. Er ist sehr damit bewegt, dass er weiß, dass in der Taiga sein Sohn aufwächst, zu dem er keinen Kontakt hat. Und dann kommt er mit diesem Arzt ins Gespräch und der Herr Mekre hat so die Sorge, kann ich denn überhaupt ihm erklären, was es da wirklich ist? Und weil es ja schon sehr ungewöhnlich. Und nach kurzem Gespräch erkennt aber der Arzt, dass es der Herr Mekre ist und er kennt die Geschichte, hat die Bücher gelesen. Und dann wird das Gespräch viel intensiver und das ist ein sehr umfassendes Kapitel. Und dann ist es ganz klar, dass dieser Arzt auch sehr beeindruckt ist, weil die Kindererziehung weit früher beginnt, laut Anastasia, und für ihn als Arzt auch eindeutig, als üblicherweise angenommen wird. Also nicht die Kindererziehung beginnt im ersten Jahr, sondern auch schon vor der Geburt. Das ist so ein Punkt, was da einfach deutlich herauskommt. Und eine der interessanten Fragen ist zum Beispiel auch, hat man überhaupt mit seinen Kindern schon mal ernsthaft gesprochen? Es gibt so ganz viele Larifari-Gespräche mit den Kindern, aber so, was ist der Sinn des Lebens, was ist wirklich da? Und das gibt dann teilweise auch Differenzen zwischen dem Herrn Mekre und dem Arzt. Da kommt dann heraus, dass Herr Mekre sagt, ja, manches erscheint mir unglaubwürdig, ich will es gar nicht veröffentlichen. Und der Arzt ist fast wütend von wegen, da steckt so viel Weisheit dahinter. Sie dürfen nichts verheimlichen. Genau, und dann, sie trennen sich am Ende von dem Kapitel dann schon auch in Frieden, aber es gibt kurz mal diese Empörung, weil es geht dann schon auch ins ziemlich Eingemachte hinein. Zum Beispiel das Thema Ehe. Dann erklärt auch dieser Arzt, was er aus den Büchern gelesen hat, den Unterschied zwischen einer Ehe, die auf dem Papier ist, aber nicht im Herzen, oder wie man auch sagt, die Ehen werden im Himmel geschlossen. Und das ist schon einfach einzigartig, was da über das Thema Liebesbegegnung und die Ehe im Himmel in den Büchern zu finden ist. Das hat den Arzt sehr beeindruckt und den Herrn Mekre dann schlussendlich auch diese Bestätigung von dem Arzt zu bekommen, dass da was ganz Besonderes im Sinne der Schöpfung entstanden ist. Ich komme noch mal kurz zurück auf die Frage, wann sind wir eigentlich geboren, was dort behandelt worden ist, wo das ja sozusagen in 3 Abschnitten geteilt ist, dass man also sagt, einmal also die physische Schwangerschaft, also wenn das Kind geboren wird, aber das andere ist ja dann die Zeugung und davor dann der Gedanke, wo sich die Eltern sozusagen... Ja, da ist die Formulierung, wenn 2 Träume sich in Liebe begegnen, das ist quasi der Punkt vor der körperlichen Zeugung. Und es ist da sogar auch ausgeführt, das Thema des Geburtsdatums. Wir sind derzeit hier gewohnt, das Geburtsdatum zu nehmen, wenn die Geburt stattfindet. Wenn das Kind geboren ist, sichtbar ist, zum Anfassen direkt. Aber direkt davor hat es ja auch schon gelebt.
Und gefühlt und gehört. Genau, genau. Und von daher ist dann auch die Sache, wenn man das Geburtsdatum der physischen Geburt, des Erscheinens nimmt als den Zeitpunkt, da ist das Leben begonnen, dann entsteht vom Bewusstsein her eine materielle Gesellschaft oder ein Weltbild. Und wenn man vorher geht, vor dem Zeitpunkt bis hin zu die Träume, das Geistige, der Wunsch da war und das als Beginn des Lebens sieht, und das wäre ein kollektiver Gedanke, dann würde sich eher eine geistig orientierte Gesellschaft auch entwickeln. Also ein hochspannendes Kapitel. Wir haben gewissermaßen mehrere Geburtsdaten. Ja, das können wir uns dann aussuchen. Ja. Es geht dann weiter. Er geht also dann in die Taiga, trifft seinen Sohn. Ja, er geht mit der Absicht hin und ist in der Erwartung, wie geht's denn? Er will sich auch darauf vorbereiten und der Sohn ist 4 Jahre, wird bald 5 und er ist am Überlegen, wie kann ich denn als Vater würdig auftauchen? Hat er einen knitterfreien Anzug dabei und dann spürt er die Wärme. Dann merkt er, oh, vielleicht ist die Anastasia da, aber es ist der Sohn. Und dann kommt er auch in das Gespräch hinein und er hat dann so zum Beispiel die Frage, ob er denn schon lesen könnte. Also er versucht so den Kontakt aufzubauen, weil es für ihn einfach ja nicht gewohnt ist. Er hat ein Buch dabei. Das ist dann das nächste Unterkapitel, das heißt dann über die Geschichte, ein Geschichtsbuch, dann lässt er ihn vorlesen. Dann liest er da vor über die Urmenschen, wie sie denn in den warmen Ländern gelebt haben und tagtäglich mit der Suche nach Nahrung beschäftigt waren. Der Herr Megra erstmal erstaunt, dass er lesen kann und dann aber verwundert, dass der Sohn abbricht und sagt, irgendwas ist in meiner Vorstellung kaputt. Das ist dann, ja, wieso Vorstellung? Man liest einfach. Aber der Sohn ist geprüft darauf oder trainiert darauf, dass er alles prüft, was er liest, mit seiner Vorstellung. Und er liest diesen Text und es tauchen in ihm keine Bilder auf, die dazu passen. Und dieses Nicht-Auftauchen der Bilder und diesen Text, da stellt sich der Sohn erstmal selbst in Frage. Er vermutet erst, das Buch ist richtig, wenn es dann schon geschrieben und gedruckt ist. Und dann prüft er es auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise, indem er die Augen schließt, sich komplett quasi verschließt von den Sinnen, hinlegt und die Tiere werden ganz irritiert. Die Tiere wollen ihm zu essen bringen. Er ruft nur nach Hunger, nach Essen, er hat Hunger und die Tiere legen ihm Nüsse hin, aber er nimmt nichts. Und dann beruhigt er die Tiere wieder, kommt zu seinem Vater zurück und sagt, irgendwas stimmt da nicht. Es kann doch nicht sein, dass diese Urmenschen nichts sehen und riechen und gar nichts konnten. Wenn das Essen doch überall da ist, brauchen wir es doch nur nehmen. Muss man nicht auf die Jagd gehen, muss man nicht jetzt halt stundenlange Wege auf sich nehmen. Genau, genau. Und das ist so interessant, dass dieses Kind solche Geschichten in seiner inneren Weisheit überprüfen kann. Mit seinen, ja, es tauchen Bilder auf oder eben auch nicht. Und er prüft es dann direkt mit den Lebewesen auf dieser Waldlichtung. Ja, dann glaube ich sogar versucht, ein paar Rechenübungen zu machen. Ja, da geht es dann in die Mathematik. Der Herr Megra ganz aufgeregt, was ist denn ein Thema, wo man sich auf jeden Fall einigen dürfte. Und da Mathematik, also 1 und 1 ist immer 2. Und dann holt er ganz stolz einen kleinen Taschenrechner, Solartaschenrechner, hat er keinen Stromanschluss dort, aber mit Solar geht das ja. Und dann rechnet er und der Sohn antwortet schneller, als er tippen kann. Auch große, komplexe Rechenoperationen. Da ist er wiederum sehr verwundert. Wie kannst du so schnell ausrechnen? Und der Sohn sagt, ich habe es gar nicht gerechnet, ich sage einfach nur das Ergebnis. Weil das ist doch in der Totendimension, ist das einfach nur ein Faktum. Also 10 mal 10 ist 100, ist einfach in der Totendimension immer so, da braucht man doch nicht rechnen, das ist einfach so. Und ja, dann wird zurückgefragt, was heißt denn tote Dimension oder lebende Dimension? Dann fängt er an selber zu rechnen, der Sohn. Ja, so und das mit dem und dann noch in Verbindung mit der Zeit ergibt sich das. Und der Herr Megra versteht irgendwie gar nichts mehr. Und bittet ihn, das dann mal in einem einfachen Beispiel zu erklären. Dann sagt er, ja ganz simpel, 1 plus 1 ist 3. Mama plus Papa ergibt mich. Ist doch 3. So. Im Lauf der Zeit kann aus 2 Menschen ein dritter dazukommen. Oder noch mehr. Und dann hat er auch gemerkt, auch dieses Thema Mathematik, der Sohn denkt einfach komplett anders.
Das berührt ihn zwar sehr, weil er sagt dann, der Sohn so schön, wenn aus 1 + 1 2 herauskommen soll, müsste ich einen von den 3 wegnehmen, aber ich will weder Mama, Papa noch mich wegnehmen aus der Rechnung. Aber der Vater, der Herr Maigret, ist trotzdem wiederum irritiert, er hätte gerne einen Bezug, wo er wirklich der starke Papa ist gegenüber dem kleinen Sohn, aber im Moment hat er eher das Gefühl, der Sohn ist weiterentwickelter als er. Es geht dann in einem Punkt, du hast Mama geliebt, aber die Liebe nicht erkannt. Was ist da gemeint? Ja, Was da meint ist der Sohn damit? für den Herrn Maigret erstmal die Sorge aufgekommen, wenn er Bücher lesen kann, hat er vielleicht auch die Bücher gelesen, die er geschrieben hat. Und er hat ja in den ersten Bänden auch mitgeteilt, dass er richtig auch wütend war auf Anastasia, hat sie beschimpft, wollte sie auch schlagen, und da hat er nachgefragt und der Sohn hat bestätigt, dass er die Bücher alle gelesen hat. Das war ihm eher peinlich. Und der Sohn hat aber gesagt, du hast die Mama geliebt, nur selber die Liebe nicht erkannt. Und zwar, er meint damit, indem er den Wunsch der Mutter, die Bücher zu schreiben, umgesetzt hat. Das ist ein Ausdruck der gelebten Liebe. Und das war ja ein Bedürfnis, ein Wunsch, eine Vision, ein Traum von Anastasia, und er hat es gemacht und auf diese Weise auch die Liebe ausgedrückt. Es geht dann weiter, Buch der Urquellen. Ja, da wird es dann ganz spannendes Thema zum Thema Lesen. Dann fragt er ihn quasi, also den Sohn, was liest du denn so? Ja, am liebsten lese ich im Buch, das heißt Schöpfung. Er sagt, kannst du es mir mal herbringen? Ja, das geht nicht, das Buch ist zu groß. Ja, dann lest doch mal draus vor, und dann nimmt er seinen Arm und liest und liest und liest und zeigt in die Landschaft. Und der Herr Maigret versteht gar nicht, weil er quasi wortwörtlich vorliest aus dem Buch, was er selber geschrieben hat, was die Anastasia ihm schon mal gesagt hatte, dieses Buch Schöpfung. Und der Sohn versteht nicht, warum der Vater die Buchstaben nicht sieht. Und nach kurzer Erklärung wird klar, dass jede Pflanze hat einen Namen, Buchstaben, Silben, die Anfangsbuchstaben, die Anfangssilben von den Pflanzennamen, die ergeben, gelesen, wenn man sie entsprechend der Reihenfolge, wie sie wachsen, abliest, ergibt das Wörter und Sätze. Und das ist natürlich ziemlich heftiger Tobak. Ich glaube, wie viele 100.000 Pflanzen das dort gibt, wo man die Namen wissen Ja, muss. und dann sagt er auch noch, und wenn man in dieser Reihe es liest oder kreisrum liest, dann gibt es da richtige Kapitel, und der Sohn nennt es auch, das sind die lustigen Buchstaben des Vaters. Anastasia sagt dann nochmal dazu, dass über Jahrtausende die Generationen diese Buchstabenbäume in der ursprünglichen Reihenfolge aufbewahrt haben. Das heißt, es gibt dort Bereiche in der Taiga, die als quasi kultivierter Gärten gepflegt sind, die eine Information beinhalten. Ja, das ist schon eine neue Erkenntnis eigentlich, habe ich vorher so noch nie gelesen. Ja, fand ich auch ganz spannend. Ich habe dann auch mal in der deutschen Sprache nachgeschaut mit Pflanzennamen hier, und ich kenne jetzt die russische Sprache nicht, aber es ist mir erstmal schwierig gefallen, im Garten zu überlegen, wie könnte ich denn da so ein Muster anpflanzen. Also das ist sehr hochkomplexes gärtnerisches Wissen, sowas anlegen und auch lesen zu können. Es geht dann weiter, der Sohn sagt dann, ich werde das Mädchen Universum glücklich machen. Was ist da gemeint damit? Ja, da ist noch das Ding, was willst du mal werden, was willst du machen, was ist dann deine Aufgabe? Und da sagt der Sohn, ja, die wichtigste Sache, die ich machen will, ist, ein Mädchen glücklich zu machen. Und Mädchen-Universum heißt, dass jedes Mädchen, jede Frau ist ein eigenes Universum und ist in Resonanz mit dem gesamten Universum. Und das ist seine Aufgabe, ein Mädchen wieder glücklich machen. Er will in die Region gehen, wo es viele Menschen gibt, und wird sie dann auch finden und erkennen. Und der Vater dann sofort, ja, aber wenn sie gar nicht mit dir im Wald leben will und dich wieder verlässt, dann werde ich trotzdem einen Raum der Liebe aufbauen, einen Landsitz. Ja, aber die wird sich vielleicht wieder verlassen. Und Papa, wenn du den Gedanken nicht gesagt hättest, dann würde sie mich vielleicht gar nicht verlassen. Und dann ist der Vater wieder erschreckt über seine Gedanken. Er hat quasi negative Bilder gemalt und der Sohn hat eigentlich positive gemalt. Mhm. Und ja, aber ich werde den Garten so schön machen und die Liebe, den Raum der Liebe bewahren, und dann wird sie eines Tages wiederkommen. Und mir ist gerade noch eine Sache eingefallen zum Thema Buch der Urquellen. Da gibt es noch den einen Punkt, dass der Sohn sagt, dein 9. Buch wirst du nicht schreiben. Mhm. Und das ist noch ein wichtiger Punkt, weil in der Buchserie gibt es zwar 10 Bücher, aber Band 8 ist in 2 Teile geteilt und Band 9 als gedrucktes Buch gibt es nicht. Sondern der Sohn sagt, dein 9. Buch
wird geschrieben von den Lesern der Buchreihe, die ihren Hektar fertig haben. Gestalten, und jeder Hektar ist quasi ein Kapitel von Band 9, in dem wir mit den Buchstaben Gottes, mit den lebenden Pflanzen unsere Muster gestalten. Das wird dann der Band 9 sein. Den gibt es noch nicht, da können wir gespannt sein. Mehrere Menschen arbeiten daran, der ganze Band ist noch nicht fertig, aber einzelne Kapitel sind im Entstehen. Es geht weiter, wie kann man die Barriere überwinden? Ja, dieses unterschiedliche Denken von dem Sohn ist dem Vater fremd und unheimlich, und er will die Barriere, die er fühlt, wahrnehmen. Und dann kommt es zu einem ganz skurrilen Moment, wo er so spürt, in der üblichen Kultur, wo er aufgewachsen ist, da schlagen die Väter auch die Kinder, und der Sohn ist ihm so fremd, er hat nicht mal das Gefühl, ihn anfassen zu können. Und dann sagt der Sohn sinngemäß, wenn du dich besser mit mir fühlst, wenn die Barriere überwunden ist, wenn du mich schlagen kannst, dann hol dann einen Stock, dann schlag mich doch bitte. Und der Vater, aber es ist doch nichts falsch, warum soll ich dich schlagen? Ja, aber wenn es dir damit besser geht, dann schlag mich doch. Dieses Kapitel ist so berührend, weil es ist ja leider so, dass diverse Eltern schon Kinder geschlagen haben. Und wenn man das liest, ist es quasi unmöglich. Das ist also sehr berührend. Dann sagt der Sohn, ja, dann halte doch etwas für mich, was ich getan habe, für falsch. Es geht darum, dass du etwas falsch gemacht hast, nicht, dass ich etwas falsch halte. Also der Vater kommt ins Stottern, ist total irritiert. Und ja, ich habe was gemacht, was Mama verboten hat, das werde ich auch immer wieder machen. Und das kommt dann zum nächsten Punkt. Ja, ich rette meine Mama. Ja. Genau, wir hatten es in Band 1 schon, dass die Anastasia sich manchmal aufs Gras legt, auf geistige Ebene mit den Dunkelmächten ringt oder das dunkle Kräfte, die sie angreifen, in sich verbrennt und um sie herum das Gras weiß wird, das Gras abstirbt. Der Sohn hat dann gesagt, er hat mal einen Bären hineingeschickt, um sie dort rauszuholen aus diesem weißen Kreis des Todes, so empfindet es der Junge. Das Tier ist gestorben, und dann ist er selber hineingegangen, um die Mutter herauszuziehen aus diesem weißen Kreis. Das hat er wohl dann auch geschafft, aber daraufhin ist dann ein Arm und ein Bein von ihm erstmal taub geworden, und er ist jetzt noch etwas gehandicapt, aber er fühlt sich schon am stärker werden und sagt, ich hole der Mama immer wieder raus. Ich rette meine Mama aus diesem Kreis, wo das Gras sogar weiß wird. Sie treffen sie ja dann auch, sie ist ein bisschen geschwächt. Ja. Hat sich aus eigener Kraft aus so einem Kreis herausbewegt, da ist wieder frisch Fleck Gras wieder weiß geworden, und dann tanzt sie wieder in dem Gras, dann wird es auch wieder grün, und sie gehen gemeinsam baden, und dann geht es ihr wieder richtig gut. Es ist auch für mich, obwohl ich es oft gelesen habe, die Bücher, noch nicht ganz wirklich verständlich, was da passiert, wenn sie da diese innere Arbeit machen und das Gras um sie herum weiß wird. Das scheint aber was Intensives zu sein. Es geht weiter mit dem nächsten Kapitel, Einladung in die Zukunft. Ja, da geht es dann auch wieder um diesen Sohn. Allerdings kommen dann zusätzlich die Menschen hinzu, und zwar Großvater, Urgroßvater. Und da ist dann ein Gesprächswechsel auch von dem Urgroßvater mit der Anastasia, wo er so diverse geistige Wahrheiten noch abprüft, von wegen, haben deine Gedanken eine Begrenzung? Und sie sagt, in ihren Träumen schafft sie keine Begrenzungen. Und dann gibt es ein paar Worte zwischen dem Urenkel und dem Urgroßvater. Und der Urenkel ist quasi frohen Mutes und sagt, ja, ich werde später dem großen Opa dann erlauben, den Körper zu beerdigen. Und der Herr Mekre versteht es nicht so ganz. Und im Gespräch lädt er dann seinen Urgroßvater ein, dass seine Seele in ihm als Urenkel neben seiner Seele wohnen könnte. Und der Urgroßvater ist daraufhin sehr glücklich und geht dann auch wieder. Und er geht zum Sterben, und der Sohn hat dann quasi gesagt, Einladung, du bzw. deine Seele, sagt er dann zu seinem Urgroßvater, du darfst dann in mir wieder hier auf der Erde sein und aktiv sein. Haben Sie denn zum Schluss noch ein schönes Zitat für uns, Herr Kirsch? Ja, da geht es um ein Zitat zum Thema Kinder, und zwar ist ja ein besonderes Kind, dieser Volodja, wie er heißt, und ein quasi vollwertigerer Mensch, der einfach mehr Leistungen hat, mehr Fähigkeiten, und da ist die Formulierung, wie man denn als Eltern unterstützen kann, dass solche Kinder auf die Erde kommen.
Eine Frau, die einen vollwertigen Menschen gebären und eine feste, glückliche Familie schaffen möchte, muss es verstehen, den Moment zu erwischen, in dem der Mann sich ihr nähern möchte, um einen Menschen zu zeugen und sich sein künftiges Kind vorstellen und seine Geburt herbeisehen wird. Danke, Herr Kisch, für das heutige Gespräch. Wir machen ja bald weiter. Liebe Zuschauer, wir sehen uns gleich nochmal. Geehrte Zuseher, das war Teil 1 zu Band 6, das Wissen der Ahnen. Es folgt in Kürze Teil 2. Bis bald und auf Wiedersehen hier im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt.